Hallo Leute, hier ist wieder Klaus von der älteren Generation mit seinem Kartoffelhof in Revenport. Ich bin gerade hier rausgekommen aus dem Schuppen da schlafe ich momentan noch. Also ich besitze hier diese Felder und also von Hof kann man noch keine Rede sein. Ich muss ja mal sehen, dass ich hier mit zu Einnahmen komme und ja. Also hier sind wir, dann gehen wir mal ein Stückchen runter. Also die zwei Felder sieht man schon, die grünen hier auf der linken Seite, die sind in heller Blüte. Und da wächst also schon mal die Kartoffeln. Und da wachsen also die Kartoffeln schon mal, die sind gut gedüngt bei 100% super. Jetzt habe ich heute, was zu tun. Morgens macht man erstmal einen Plan, was am Tag anliegt. Und zu diesem Zweck muss ich jetzt mal hier hinschauen. Da werden also Kartoffeln angebaut, da bin ich im Moment. Und dann schauen wir mal bei den Kartoffeln. Haben wir so zwei Felder, sind gut gedüngt. Da hinten das Feld, das wird jetzt abgeerntet. Und das Feld muss gerubbert werden und bearbeitet. Und das machen wir jetzt heute also. Heute liegt also an, dieses Feld zu rubbern und dieses Feld abzuernten. Da habe ich ja noch 10.000 von gestern noch drin. Wie sieht das Wetter heute eigentlich aus? Momentum. Wie sieht das Wetter aus? Das Wetter sieht noch schön aus. Keine regende Sicht, also sollten wir die Zeit nutzen, um vielleicht schon mal die restlichen 10 Tonnen zu ernten. Und zu diesem Zweck hier habe ich also den Kartoffelernter. Und man sieht also schon viel hier weggeerntet. Jetzt fangen wir erstmal mit dem Kartoffelernter. Jetzt fangen wir mit dem Kartoffelernter mal los. Muss man die Perspektive ändern so. Und dann werden wir die restlichen jetzt hier abernten. Die restlichen Felder. Was haben wir jetzt hier? Stopp, langsam. Jetzt möchte ich hier die ersten 3 mitnehmen. Wenn das geht. Die ersten 3 ist gut. Da steht ja eine ganze Batterie hier. Hier daneben, die möchte ich haben, die ersten. Die möchte ich jetzt erstmal einfahren. Und dann bin ich gleich schon unten. Okay, dann können wir mal den einschalten und den ablassen, ja. Und dann können wir mal Marsch geben, Marschbefehl, um diese Reihen hier die Kartoffeln hier aufzusammeln. Also man sieht 7.000 sind schon wieder drin. Und man sieht auch, dass noch viele vergessen wurden. Auf der anderen Seite, linke Seite. Und das müssen wir also heute bearbeiten. Ja, bei 20.000 können wir also wieder eine Fuhre abliefern. Das gibt dann wieder vielleicht so 7.000 ungefähr. Für 20.000 Tonnen, für 20.000 Liter Kartoffeln gibt es dann also ungefähr 7.000. Womit ich dann schon mal heute die ersten Einnahmen hätte. Und das sieht ja schon mal positiv aus. Ja, wie wir ja, das kämpfen hier momentan. Ich weiß zwar nicht genau warum, aber irgendwie kämpft er. Hier fahren wir mal ein Stückchen zurück. Dann können wir hier vielleicht ein bisschen rüberziehen. Nee. Dann nehmen wir die auch mit. Okay, haben wir. Fahren wir hier ein Stückchen zurück. Und dann sollten wir eigentlich nur die noch ausmachen. Den machen wir hoch. Und dann fahren wir das nächste Feld ab. Also, hier vielleicht nochmal zurück und dann fahren wir ein bisschen
erst ein bisschen Check einsteigen, sodass wir mit dem rechten Rand hier daneben kommen. So, das ist ja so daneben kommen. Okay, jetzt müsste dann der hinten auch kommen. Okay, wenn wir dann ein Stück zurückfahren, machen wir das. Dann machen wir das und dann senken wir den, schalten wir den ein, jetzt senken wir den ab und jetzt fahren wir mal die Reihe ab hier bis oben. Haben wir also wieder 3 Stück, immer 3 Stück und ja, gleich sind wir schon wieder bei 10.000, können wir schon wieder den voll machen. Dann sind wir bei 20 Tonnen. Bei 40 Tonnen, 20 habe ich schon weggebracht gestern, dann nochmal 20, 10 habe ich jetzt, da sind wir, wo wir anhalten, das hohe ausfahren, da fahren wir das hohe aus jetzt, da ist das hohe und jetzt springen wir mal auf den anderen LKW, nicht auf den hier, da was drin, da sollte eigentlich schon was drin, da ist ja was drin, da sind die 10.000 Tonnen von gestern Abend noch drin. Die habe ich dann gestern nicht weggefahren. Also, dann fahren wir mal hier. Dann fahren wir jetzt hier zum Feld. Ne, da wollte ich gar nicht hin. Ich muss auf die andere Seite. Ich bin schon zu weit. Hier müssen wir hin. Moment, so langsam nicht so nah ranfahren. Ich muss genau da drunter sein. So, wie sieht es jetzt aus? Weiterfahren, weiterfahren, weiterfahren. Da sind wir. Jetzt sollte eingeladen werden, okay. Dann haben wir also 40 Stunden. Und dann können wir mal schauen, wo wir heute einen guten Preis kriegen für die Kartoffel. Wo waren wir gestern? Da sind die Kartoffeln. Also 400, bei der Ranch kriegen wir 400. Dann fahren wir zur Ranch. Da sollten wir hinfahren, machen wir das, okay. Auf zur Ranch. Dann fahren wir zur Ranch jetzt gleich. Am frühen Morgen. Und da müssen wir nicht mehr hin. Ja, also haben wir bisher 40 Tonnen schon mal rausgeholt. Dann kriegen wir noch, ich schätze mal 46 Tonnen. Wird das halt bringen. Und die Fuhr bringt jetzt hier nochmal 8.000. Die wird dann 8.000 bringen. Dann fahren wir hier zur Ranch. Okay, es war ziemlich weit von hier aus, also weiter als das Restaurant. Aber auf die Finden muss ich jetzt nicht achten. Mir geht es darum, dass ich da in den Talern schon mal im roten Bereich bin. Und also im schwarzen. Ja, also das rechnet sich hier bei den Kartoffeln. Man hat dauernd Einnahmen und ist aber ständig am Arbeiten. Weil man braucht dauernd säen, muss dauernd säen, irgendwo hinfahren. Und von daher, hier muss ich jetzt rein. Ich bin beinahe dran vorbeigefahren, vor lauter Gequatsche. Ja, also, hier geht es also da zum Kloster, oder was immer das sein soll. Und ja, was haben wir denn hier? Was baut der denn an? Mais baut der an hier. Der reiche Bauer. Mais. Ja, die haben hier schöne Felder hier oben. In guter Lage, die kosten alle einen Haufen Geld. Mehr Geld, als ich mir leisten kann. Ich muss ja immer sehen, dass ich mit meinem Revenporter klarkomme, dass ich ja Gewinn erzeuge mit meinen Maschinen und dass ich dann vielleicht noch ein paar Nachbargrundstücke kaufen kann, um dann da mehr Profit zu machen. Um dann vielleicht auch mal ein Feld hier in guter Lage zu kaufen, weiter oben. Das sind doch große Felder hier oben, ne? Ich meine ja. Was ist da? 14, 15, 16 müsste das sein.
Das sind auch lange Felder hier. Das sind auch lange Felder, aber auch schon ein bisschen schräg. Also an der Hanglage. Ja, hier auf der rechten Seite aber nichts, da bin ich unten. Also, das ist ein sehr langes Feld. Und die Frage ist, wenn man das Feld hat, wo bringt man die Sachen hin? Zu meinem Speicher unten oder? Das ist ein Riesenfeld hier. Okay, wir sind schon hier bei der Endschirm. Und hier geht es jetzt hoch zur Kartoffelranch. Also den versorge ich also mit Kartoffeln, die man einschaltet, dass er viel Betrieb macht, dass er Viehzucht hat. Ich sehe zwar keine Viecher, aber scheinbar funktioniert sehr gut. Ich sehe keine Viehställe und so. Vielleicht hat er die unter der Erde. Oder irgendein Vorfahr vor Jahrtausenden hatte man eine Viehfarm und dann haben alle Söhne das dann auch so übernommen. Okay, also es wird abgeladen. Okay, haben wir. Also ein Viehbauern. 8000 genau. Das ist ein guter Preis für Kartoffeln heute. Guter Preis. Also machen wir das mal. 8000 Euro. Dann fangen wir mal so rein. So, hier hoch. Ja, also hier sind die schönen Felder, 16, 17, 18, da oberhalb von mir. Da müsste ich vielleicht demnächst mal expandieren. Das sind die großen Felder, die gehen bis zur Bahnstrecke, glaube ich, runter. Und da reizt sich dann ein Grundstück an das nächste an. Ich weiß gar nicht jetzt, wo die kleinen Grundstücke sind und wo die dann aufhören. Und da steht in voller Ernte. Ja, super. Also das hier ist wahrscheinlich das kleine Feld, wo der Mais drauf ist. Oder ja, weiter geht es ja gar nicht. Das muss man sein, hier, glaube ich. Hier genau, hier komme ich hoch. Aber hier kann man gar nicht auf das Feld drauf fahren. Okay, fahren wir erstmal runter. Das heißt, hier kann ich also säen und ernten. Hier kann ich meine Maschine hochbringen. Und dann werde ich schon mal in der ersten Etage, in der Mitteletage. Und das bringt natürlich auch mehr Profit da oben. Aber kaufen kann ich hier noch nicht. Da muss ich erstmal Kredit auf Kredit kaufen. Und dann muss ich alle Maschinen vorher schon haben, Traktoren und so. Und zwar auch gute, leistungsfähige. Damit ich dann nicht. Hier sind wir also. Jetzt springen wir erstmal raus und dann fahren wir hier drauf. Wartestellung. Dann müssen wir heute vielleicht nochmal fahren. Bestimmt. Dann fahren wir noch welche zum Restaurant. Und dann, da sind wir. Also, wieder Rohr einfahren. Das Rohr einfahren. Das Rohr, nein, da möchte ich gar nicht hin. Das Rohr möchte ich einfahren. Ich drücke hier auf die verkehrte Taste. Haben wir. Und müssen wir ein Stück zurückfahren. Ja, okay. Weiterfahren. Einmal einschalten. Absinken haben wir abgesenkt. Und dann. Jetzt müssen wir nochmal 6 Tonnen ungefähr bekommen. 6 Tonnen schätze ich mal.
Und ja, das gibt ja nochmal 2000 ungefähr. 2000 Euro. Oder waren das 16? Also bei 16 Tonnen müsste ich ja bei 56 sein, wenn ich da so viel rausbekomme. Okay, dann haben wir. Also, schauen wir mal. Versuchen wir mal zu drehen. Und dann nehmen wir jetzt hier die nächste Reihe mit hier. Diese hier. Die nehmen wir jetzt mit. Und dann fahren wir mal ab hier. Wo sind wir? 100 Stück. Okay. Also einschalten, absenken und los geht's. Und los geht's. Haben wir die also, diese mittlere Lage. Dann ernten wir die. Dann ernten wir die auch. Nochmal mittlere Lage. Die habe ich vorhin alle vergessen hier wahrscheinlich. Und dann fahren wir die Reihe hier weiter. Immer drauf weiter. Immer geradeaus Kurs halten. Wie der Seemann. Okay. Dann können wir da vielleicht die auch noch mitnehmen. Wenn wir da reinkommen, nehmen wir die mit. Wenn wir die einpacken. Dann brauche ich ja erstmal ein bisschen jetzt hier rumkommt, die Maschine. Dann können wir die vielleicht einpacken. Okay, macht er. Hat er drin, ja. Und dann hauen wir da vorne, ziehen wir vielleicht noch alle 3 Stück mit hier. Okay. Was hat die jetzt hier? Okay. Super. Also einhalten. Nein, da will ich anhalten. Und dann zurückfahren. Und dann einmal drehen bitte. Und dann sind wir aber zu weit hier. Jetzt sind wir zu weit. Aber ist egal, ne? Wir müssen nur sehen, dass wir hier die 3 Reihen hier, die dritte Reihe, dass wir hier drin sind. So. Und dann Stopp. Und dann ein Stückchen zurück. Wieder am Anfang. Reicht das? Sind wir jetzt am Anfang? Nein, noch nicht ganz. Noch jetzt sind wir am Anfang. Und dann einschalten, absenken und Marsch. Marsch, Marsch. Okay. Also sind das jetzt hier 6 Tonnen oder sind das hier 10 Tonnen? Weiß ich nicht so genau. Die waren bei 36. Die war schon bei 56. Wenn wir mal sehen, heute sind wir also bei 40 bisher. Und ja. Bei 50.000 Liter habe ich also schon verkauft. Gestern und heute. So wie sieht es aus hier. Noch ein Stückchen, ja. Komm, nehmen wir die schon noch mit. Okay, haben wir. Und dann können wir den mal ausschalten, den zurückgeben. Dann fahren wir ein Stückchen zurück. So. Und dann fahren wir hier so rum. Und wo müssen wir jetzt hier rein? Hier müssen wir schon rein. Da haben wir schon direkt die erste Reihe. Dann fahren wir so rein. Dass wir hier hinkommen, genau. Hier wollen wir langsam, hier wollen wir die Reihe mitnehmen. Sind wir da. Wir kommen. Und okay, einschalten, absenken. Haben wir gut und dann dürfen wir losfahren. Dann nehmen wir die Reihe mit. Dann nehmen wir die Reihe mit. Dann haben wir da die Nachbarreihe haben wir dann auch noch. Sehr schön. Sehr schön.
Jetzt haben wir 5000 Tonnen haben wir gleich schon mal. Ja, 10.000 soll wir zusammenbekommen. Vielleicht sogar 12.000. Hier sind ein paar Stoppeln in der Erde. Und dann können wir hier noch rüberfahren. Nehmen wir die Stoppeln noch mit. Dann nehmen wir hier noch ein paar Stoppeln mit. Nehmen wir die noch mit. Mal sehen. Und dann schauen wir mal. Schaffen die auch noch, ne? Dann schaffen wir die auch noch. Und okay, haben wir. Wieder hoch. Das mal abfahren, zurückfahren. Und dann wieder nach oben rein. Da drüben in das Feld zu fahren. Und dann fahren wir jetzt diese Reihe ab. Dann fahren wir diese Reihe ab. Manche langsam. Zurückfahren ein bisschen bitte. Dann fahren wir ein bisschen hier rüber. So. Und dann einmal einschalten und absenken. Und dann fahren wir diese Reihe los. Jetzt wird diese Reihe ab. Wird zwar dann ein bisschen knapp hier, aber es ist egal. Wir werden die Kartoffeln hier einholen. Und werden ein wenig Kartoffeln verschenken. Ein paar natürlich immer sind drin, aber im Großen und Ganzen versuchen wir so viel wie möglich hier mitzunehmen und die Ernte anzuholen. Okay. Und den hoch. Und dann fahren wir hier mal so die nächste Runde. Fahren wir hier mal so rein. Und dann nochmal so den nehmen hier, der soll so daneben kommen. So. Und dass wir die dann so drin haben. Okay, dann können wir den absenken und den anschalten und dann sollte der mitnehmen. Und dann können wir hier mal so rüberfahren. Da haben wir welche stehen. Dann können wir die anpeilen. Die können wir auch schon mitnehmen. Und dann choppen wir mal. Dann fahren wir hier so rüber. Dann nehmen wir die mit. Und wenn der schafft hinten, ich weiß nicht wie gelenkig der ist. Und hier haben wir also diese Reihe. Und da haben wir dann auch noch ein paar. Dann können wir die noch mitnehmen. Muss mal gleich schauen, ob die dann hier mitgenommen hat oder nicht. Da haben wir noch ein paar in der Erde. Ich gerade. Haben wir noch Stoppeln in der Erde. Dann werden die auch packen. Nimmt er die? Ja, den nimmt die. Jedenfalls wird mir das angezeigt. Also massig Kartoffeln, okay. Jetzt keine mehr. Okay, das heißt also ausmachen und dann hoch auf der nächsten Reihe. Auf der nächsten Reihe. So, jetzt hier das ab. Hier fahren wir jetzt rein. Hier möchte langsam, hier möchte ich hin, ja. Jetzt möchte ich aber wieder zurückfahren, lieber. Und bin ich jetzt oben? Nee, ich bin da nicht oben. Ich fahre zu weit. Ich bin zu schräg mit dem Ganzen. Ist egal. Also, wir fahren jetzt die Spur ab, absenken und dann
Einschalten, ja. Und jetzt abfahren bitte. Jetzt abfahren. Macht er. Okay. Nur diese Rennen mit. Was stehen bleibt stehen. Okay. Da sind auch wieder 3 Stück da stehen geblieben. Nur die Stoppeln. Und also ganz genau ist dann die Maschine auch noch nicht. Aber ich meine, ich bin schon mal genauer wie die Maschine. Also wir kommen auf 10.000 Liter, kommen wir auf jeden Fall. Die haben wir gleich. Jetzt sind wir bei 8.000 Liter. Und dann haben wir noch ein bisschen was, ein bisschen weiter, noch ein bisschen noch was jetzt so, okay, haben wir. Und dann können wir den wieder hochmachen und dann ausschalten. So, dann nehmen wir mal hier Kurs auf das andere Feld. Und dann können wir hier vielleicht schon mal was ausschalten oder was mitnehmen. Einmal mal absinken und einschalten. Dann können wir vielleicht den mitnehmen. Dann können wir vielleicht hier welche mitnehmen. Dann nehmen wir hier auf jeden Fall welche mit. Die nehmen wir mit. Die nehmen wir mit. Und dann nehmen wir die auch mit. Dann nehmen wir die auch mit. Und da haben wir wieder ein Bildschirm stehen. Und da stehen auch welche. Wunderbar. Dann habe ich dann noch so 2 Reihen. Hier habe ich noch 2 Reihen. Da können wir noch was einpacken hier. Da so eine Stuppe rein. Dann nehmen wir die noch mit. Ja, da hat er erkannt. Hat er erkannt. Okay. Dann können wir das jetzt ausmachen. Okay. Machen wir das aus. Und dann können wir jetzt hier. Wo sind wir? Nicht in den Wald fahren. Nicht in den Wald fahren. Wir sind gleich durch hier. Wir sind jetzt gleich durch. Okay. Sieht gut aus. Und dann können wir mal wieder die nächsten. Und dann kann es losgehen. Nächste Reihe. Jetzt sollten wir gleich die 10.000 wieder haben. $9.700, 9.800, 9.900. Jetzt haben wir die 10.000, okay. Haben wir die Stückchen zurück. Und da. Und dann fahren wir das so aus. Dann fahren wir das so aus. So ausfahren, so. Dann fahren die noch. Den fahren wir hoch. Also, wo ist der Essen? Ja. Also einmal wechseln in einen LKW mit der Tab-Taste. Und dann, wo sind wir jetzt hier? Wo steht jetzt hier das Gerät? Da hinten steht das, ja. Wenn wir den anpeilen, dann fahren wir da runter. Und dann haben wir 20.000 Tonnen hier voll, ne? Oder? Ne, so viel haben wir gar nicht. Ich war ja gerade leer an. Da kann doch gar nicht so viel drin sein. Da sind jetzt die ersten 10.000, die da reinkommen. Das haben wir hin, okay. Also 10.000 Tonnen und
10.000 Liter. Ich rede hier mal Blödsinn hier. Also 10.000 Liter haben wir. Okay. Und das heißt also 30 haben wir. 40 haben. Was ist das jetzt hier? Mal zurückfallen. Was mache ich jetzt hier? Da fahre ich da drauf oder wie? Bin ja wo bekloppt hier. Also 40 haben wir, jetzt haben wir 50. 50 haben wir also. Okay, wieder zurück. 50. Und dann machen wir Rohr einfahren. Stopp langsam. Stopp langsam. Und einschalten und dann absenken. Dann Rohr bitte weiterfahren. Okay. Also 50 Tonnen haben, 50.000 Liter haben wir. Ich sag mal, für 1.000 Liter sag ich mal eine Tonne. Also 50 Tonnen haben wir. Kommen wir vielleicht auch auf 56. Und das heißt 18 Tonnen und was gibt es jetzt heute nochmal dafür? 3.000 haben wir schon mal, 4.000, wenn der Preis so bleibt. Und dann kommt jetzt hier nochmal 6.000, so. Je nachdem wie viel, können wir mehr als die Hälfte. Gut haben wir, senken. Und dann heben wir das mal hier. Also fahren wir jetzt mal. Machen wir jetzt noch was. Da haben wir noch was. Da können wir nachher mitnehmen. Da fahren wir jetzt daneben. Dann senken wir das ab. Und das auch. Dann kann es losgehen. Nehmen wir diese Reihe mit hier. Und da hinten, da haben wir noch eine. Da müssen wir hin rüber fahren. Da lohnt es nicht, okay. Dann nehmen wir dann die Kartoffel mit. Und die Reihe mit. Und dann haben wir hier so rein. Schauen wir mal, was das hier gibt. Und ich hier so reinfahre. Ja, da hat schon zu kämpfen, sehe ich schon. Da hat schon zu kämpfen, der ist schwer. Geht hier den Berg hoch. Und dann ziehen wir mal weiter hier. Und dann, ja, schafft er das hier noch. Er kämpft auf jeden Fall. Ja, es ist nicht ein Spezialgebiet, das ich schon hier. Bergarbeit. Nicht so sein Fall. Also auf dem Berg die Kartoffeln ernten. Das ist nicht so sein Fall. Und ja. Dann fahren wir mal da ganz runter. Dann nehmen wir dann da vielleicht bald die nächste Reihe. Dann haben wir noch eine Reihe. Ja, also, nur. Der Tag sieht gut aus. Also eine Tour haben wir schon angefahren. 800 € und dann muss ich mal hoch machen hier, damit wir ein bisschen zügig hier vorankommen. So. Und dann, dass wir hier so reinfahren, stopp. Ja, dass ich den jetzt habe. Einschalten, absenken haben wir. Und nehmen wir die mit. Dann fahren wir da hinten die ab. Da die Reihe. Und die restlichen können wir sein lassen.
wollen wir nicht so kleinlich sein, wollen wir noch ein bisschen was für die arme Speisung überlassen. Hier kommen auch schon ein paar. Haben da ein bisschen Armenspeisung. Ich habe schon so Allion wie so ein Großbauer. Also, und fangen wir mal raus hier. Schauen wir mal, dass wir hier so hier eine Kurve kriegen. Und dann fahre ich jetzt hier einmal so ab hier. Fahre ich einfach so in die Mitte rein. Dann ist mir das hier einfach fort. Dann ist mir das hier einfach fort. Stopp. Hier Stopp, Stopp. Und dann wollen wir vielleicht noch ein Stück zurücksetzen. Dann setzen wir noch ein Stück zurück. Je nachdem, wie weit ich hier das zurücksetzen kann. Je weiter, desto besser. Okay. Dann absenken. Und Marsch geht's. Marsch geht's. Und dann fahren wir die Reihe ab. Das sollte guten Ertrag bringen. Dann haben wir die Reihe auch, das ist die letzte vor der Reihe. Und ja, das fällt ein bisschen schräg und dadurch erscheint dann alles andere auch schräg. Ja gut, also die Kartoffeln werden geerntet und also Kartoffelernte ist mir richtige Arbeit. Also im Unterschied mit dem Drescher ist also Kartoffelarbeit schon anstrengender. Also und dann ein bisschen mehr überlegen. Jetzt haben wir hier mehr reinstehen. Wenn wir jetzt mal hier was abfahren. Stopp mal. Stopp, ja. Dann mal absenken. Okay, dann fahren wir hier mal ab. Dann fahren wir hier mal ein Stück rüber. Und dann fahren wir jetzt hier rüber. Fahren wir jetzt diese Reihe ab hier. Ja. Ja, das sieht ja gut aus hier. Was haben wir? 4400? 4500? 9 Stückchen. Okay. 4500. Und ja, Motor erstmal wieder hochmachen und dann fahren wir mal Richtung, mal sehen, was es da zu machen gibt hier. Wo dann nochmal hinfahren. Da oben nehmen wir die Reihe nochmal mit. Ja, jetzt auf einmal Auto ab hier mit seinen 25 Stundenkilometer. Das erscheint einem dann eine super Geschwindigkeit. Okay, absenken. Und dann nehmen wir die mit und dann die Reihe hier auch. Und was haben wir? 5500, 4600 haben wir. Ich hoffe, ich heute die 5000 oder nicht mehr. Okay, dann reicht das, oder? Dann reicht das. Wir den hochmachen. 5600, das reicht, ne? Oder? Müssen wir die Reihen dann noch einsammeln? Nehmen wir die noch mit, ja. Da haben wir noch eine. Dann haben
Also gerade hat man da eine Reihe, wenn ich hinter darauf losfahre, darauf zuwahre, dann verschwindet die. Stopp, ja. Dann fahren wir den jetzt hier ab. Motor einschalten noch. Einschalten. Und jetzt geht's los. Dann fahren wir los. Die letzte Reihe. Und schaffen die 5000 oder nicht? Sieht nicht so aus. 10 ein paar hundert Liter. Okay, reicht auch. Das reicht auch. Also stopp. Fahren für heute. Genug geerntet. Und ich sollte hier vielleicht mal das Rohr ausfahren. Das Rohr ausfahren. Haben wir das so draußen? Ja. Und dann können wir jetzt auf den LKW springen. Nehmen die 4500 die auch noch mit. Und da sind wir. Und dann holen wir uns Wunsch jetzt hier. Muss sein, ne? Da steht der Kronwagen. Und wo muss ich jetzt hier hin? Da drüben muss ich auf die andere Seite. Okay, dann fahren wir da so drunter. Okay, haben wir. Also 14.000, habe ich also 54.000 rausgeholt. Okay, mal mehr, mal weniger. Hängt doch an meiner Düngung zusammen. Ja, gut 14.000. Und wie sieht es aus hier bei der Kartoffel? Also, das ist irgendwie sehr niedriger Preis. Hafenspeicher sehr hoch. 345. Hafenspeicher. Okay, fahren wir dahin. Fahren wir zum Hafenspeicher. Wir haben ja sonst nichts zu tun, ne? Also, auf geht's zum Hafenspeicher. Okay. Auf geht's zum Hafenspeicher. Da kriegen wir 345. Also müssen jetzt nochmal so, was habe ich, 14.000 Tonnen, 3.000, 5.000 vielleicht, 5.000 ungefähr, 5.000, wenn es gut läuft, denke ich mal, 5.000, 6.000, 345 sind 3.400 und 1.400 sind fast die Hälfte, sind mal 1.700. Ja, müssen so 5.600 sein. Oder so. In der Ecke. Ich übersteige das nur grob, dass ich so einen Anhaltspunkt habe, was dabei rauskommt. Ich könnte natürlich auch Kopfrechnen draus machen, um das dann so auszurechnen. Und ja, auf einmal haut der Job hier. Die Beschleunigung so plötzlich mal so hochratschig. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Also dann fahren wir hier mal runter, hier zum Hafenspeicher. Ja, also das ist Amerika, jedenfalls in der virtuellen Welt. Wann war das Jahr 1850 oder wann war Amerika so? 1850, ja vielleicht. Also heute auf jeden Fall nicht mehr so. Heute haben die natürlich auch viele Farmer, aber so eine Farmer hier, ich habe es vielleicht noch 1920 so. Also, da war es auch ein Kalkwerk,
Gestern habe ich also das Kalkwerk ausprobiert, zum ersten Mal, und da steht das Kalkwerk. Die scheinen aber die Mengen viel zu begrenzen, dass du da nur 2000 Liter kriegst du so, oder 3000, 4000, weiß ich nicht. Mal sehen, mal mit einem leeren dahin fahren. Dann mal schauen. Und wie sieht es aus? Da sind wir, ja. Also, jetzt rapide. Und was kommt dabei rum? 5100, ja, sehr gut. Also weiter geht es. 5100. Dann haben wir dort 13.000 bisher eingenommen. Ja, ist doch ganz anständig. Und dann habe ich jetzt 1300. Dann haben wir noch ein paar Beilnote. Müssen wir mit dem Ball noch was arbeiten. Das Wetter ist ja egal jetzt. Das Wetter kann kommen, wie es will. Wollen wir heute vielleicht früher Feierabend machen. Was haben wir, 10 Uhr? 10 Uhr haben wir. Ja, also gestern war ein fetter Tag. 30.000, vorgestern auch 30.000. Das wäre ein guter Mittelwert. Auch so, dass man vielleicht so wie das große Feld, dass man das in 2 Tagen aberntet. Hast aber Glück gehabt, mein Lieber. Da hast du aber Glück gehabt. Ich wollte dich gerade aufspießen hier. Okay. Wie sieht Tanken aus? Ja, Tanken kommen auch schon wieder. Wenn wir gleich ein bisschen Geld hier um den Kopf hauen, aber mit den großen Anhängen da reinfahren, klappt das. Wollen wir mal sehen, ob das klappt hier. Hier müssen wir einfahren, dann vielleicht die großen. Dann fahren wir hier so um. Und dann, okay. Was mit der? Aber ja. Okay, Tank wird aufgefüllt. Haben wir. Und dann fahren wir weiter. Fahren wir hier so raus. Was haben wir? 707 Euro Tankkosten. Okay. Und dann fahren wir so. Wo fahren wir jetzt hier raus? Raus. Und dann fahren wir so. Diese Queue hier runter. Da habe ich jetzt wieder einen Pöller umgefahren, denke ich. Ja, guter Tag. 14.000 Euro schon verdient. 700 ausgegeben, so gefällt mir das. Die Einnahmen müssen immer deutlich über den Ausgaben liegen. Und dann kann ich auf diese Weise auch meinen Kredit bezahlen. Okay, da sind wir also. Da sind wir wieder am Kartoffelacker. Ja, schön. Die Frage ist jetzt hier, was man mit da noch kombinieren kann. Mit den Wäldern. Also gehen wir dem ab. Und den gehen wir mal hier auf das Feld. Da fahren wir das rum ein. So können wir einfahren. Und dann fahren wir jetzt hier mal wohin. Und da runter irgendwo. Wo wir das Geld abstellen.
Dann kann man das Gerät dort abstellen irgendwo, wo es nicht stört. Ich weiß ja nicht, was ich jetzt als nächstes Feld mache. Die zwei oberen Felder werden natürlich jetzt demnächst fertig werden. Und dann können wir da vielleicht mal was hinstellen. Ich möchte den aber so stellen, dass der hier nicht im Weg steht. Weder bei den Ballen noch sonst irgendwie. Okay. Abhängen. Dann weiterfahren. So, was müssen wir jetzt machen? Wir müssen ein Feld grubbern, glaube ich, ne? Brauche ich dafür mit diesem Traktor oder den anderen? Der andere geht schneller, ne? Der große geht schneller. Mit dem hier vielleicht. Das will dem vielleicht hier. Das Feld hier. Tiefenlockere. Damit, nach dem Tiefenlockere, können wir da vielleicht eine D-Folge machen. Sind wir da? So. Wir machen das Feld 1,24. Das werde ich jetzt. So. Haben wir den angeschlossen. Muss ich das erste Feld hier vorne. Das muss ich jetzt bearbeiten. Das hier. Und das sind wir jetzt grubbern. Bin ich schon drauf. Ich bin wieder zu weit. So gut. Dann können wir den mal senken. Anschalten gibt nichts. Muss ich geradeaus fahren. Und dann mal eine Runde machen. Und dann grubbern wir das. Das haben wir 10 Uhr. 10:40 Uhr haben wir. Ich weiß nicht, wie lange die Vorgänge hier so reichen. Wie lange brauche ich für Grubbern, wie lange für Ernten und so. Das habe ich noch nicht drauf. Also, die anderen Felder stehen schon in voller Pracht. Und ja, könnte ich das andere Feld, das ich gerade abgeerntet habe, das große, das könnte ich auch gleich grubbern. Das dauert natürlich ewig. Ja, ewig nicht, aber es hält seine Zeit auf. Aber man muss ja natürlich heute das Feld bearbeiten, damit wir das auch wieder ernten können. Ne? Anders geht es ja nicht. Wir können ja nicht ernten, wo wir nicht gesät haben. Also müssen wir hier irgendwas kalken, weiß ich nicht so genau. Ob hier auch Kalkfeld ist, könnte sein. Bei den anderen war Kalk notwendig. Und hier wird wahrscheinlich auch Kalk notwendig sein irgendwann mal. Aber ob jetzt schon, weiß ich nicht so genau. Ich habe die anderen zwei Felder wurden gekalkt. Dann müsste das Feld eigentlich auch gekalkt werden. Die werden immer zur gleichen Zeit gekalkt. Und da werden auch immer diese Märkten drauf gefahren. Also, dass ich vielleicht schon mal in den Kurven das Gas wegnehme. Und dann vielleicht erst, wenn ich wieder geradeaus fahre. Ja. Also macht das Spaß. Ja, Spaß, das heißt Spaß. Das ist immer diese Arbeit hier. Wenn wir davon Spaß reden. Jedenfalls gucken wir mal das Feld. Und was passt aber so Kartoffeln? Was kann man damit kombinieren?
mit dieser Eintönigkeit hier zu entgehen und ein bisschen mehr Vielfalt einzubringen. Womit kann man das kombinieren? Mit Schweinezucht oder? Also ich habe Kartoffeln und Gras. 4 Kartoffelfelder und die Ränder arbeite ich dann das Gras ab. Und damit komme ich dann auf eine Attraktion. Und dann fahren wir das Stück ab. Dann fahren wir das Stück hier so ab. Dann wieder so rum. Dann fahren wir so rum. Ja. Wir fahren das Feld klein hier. Wir fahren das Feld klein. Ich fahre das Feld klein. Der Helfer arbeitet natürlich anders, ich weiß. Was ist eigentlich, wenn ich diese Aufträge übernehme? Merkt er dann oder holt er sich das Feld abgeändert ist oder kriegt er dann Abzüge? Weil der das ja 0815 will oder? Zeit ist ja Geld, ne? Das ist meine Geld, meine Zeit, die ich dafür aufgewinnen muss. Und wenn der also das Linie für Linie haben möchte, dann soll er selber machen. Sag ich mal, dafür bin ich nicht zuständig. In dem Sinne, ich bin hier. Okay, sind wir gleich durch hier und dann können wir vielleicht, was haben wir, 11 Uhr 36 haben wir. Wann habe ich jetzt angefangen? Habe ich schon wieder vergessen. Was hatte ich gesagt gerade bei der Zeit? Also ich wollte mir die Uhrzeitmenge merken, aber da war irgendwas von 39, ne? 39, 40. Habe ich jetzt eine halbe Stunde gebraucht für das Feld? Weiß ich so genau nicht. Ich weiß ja gar nicht, wie die Helfer das rechnen. Pro Stunde oder wie rechnen das hier aus? Da bin ich ja durch hier. Da bin ich ja durch. Nein, da habe ich noch was. Da ist der Keks. Da ist ein anderer. Dann nehmen wir den noch mit. Und dann bauen wir am Bogen. Dann nehmen wir den auch noch mit. Okay. Da haben wir den. Und dann bauen wir den so ab hier. Okay, das war's. Dann können wir das Feld da hinten, den da schon mal hinstellen. Und ja, muss ich den heute komplett machen oder was haben wir denn jetzt? Die Hälfte reicht doch vielleicht auch. Wenn man nur ein halbes Feld heute macht und morgen macht man dann die andere Hälfte oder so. Weil es ein großes Feld ist, mit einmal abzuarbeiten, das ist ein bisschen viel. Das wird mir dann zu mühsam. Also, fahren wir vielleicht ein, 2 Runden hier und dann lassen wir das stehen. Hier fahren wir so rein. Okay, und dann wollen wir das hier mal abfahren. Ja, also das war hier so das Feld vielleicht halbieren, die Arbeit, sowohl das Ernten als auch die einzelne Arbeit, dass man dann nicht alles auf einmal macht, sondern vielleicht auch mehrmals
verteilt. Das ist ein großes Feld, dass man das auf mehrere Tage verteilt. 2 Tage vielleicht, sagen wir 11 Uhr. Also um 10:40 Uhr habe ich angefangen mit der Arbeit hier. Und dann bauen das hier so ab. Dann bauen die so runter. Ja, was kann man damit kombinieren mit Kartoffeln? Wenn ich jetzt ein weißes Feld kaufe, was kann ich damit machen dann? Wieder Kartoffeln oder? Ich bin total auf Kartoffeln fixiert und festgelegt, scheint mir. Auf Kartoffelgras. Irgendwie Sonnenblumen oder sowas kann ich gar nicht machen. Da brauche ich eine andere Sämaschine, da brauche ich einen Drescher, da brauche ich eine ganz andere maschinelle Infrastruktur, und die ich nicht habe. Und bei Zuckerrüben, der braucht wieder eine andere Sämaschine. Muss man da mal ausprobieren, was der braucht so. Also der abgeerntete Acker, der wird jetzt erneut bearbeitet. Und dann kann ich noch heute vielleicht anpflanzen. Ich müsste noch vielleicht das dritte Feld oben noch pflanzen. Und dann mache ich morgen das Feld zu Ende. Dann will ich jeden Morgen damit vielleicht schon beginnen, ein bisschen zu pflanzen. Auch nur ein Teil. Und dann, dass es nicht so viel wird. Dass man jeden Tag ein bisschen Arbeit hat, aber nicht so viel auf einmal. Also das große Feld jetzt quasi an einem Tag hier abzuarbeiten, das ist einfach zu viel. Das ist zu groß. Ich bin ja nur ein Einzelbauer und als solcher möchte ich so kleine, überschaubare Portionen haben und heute auch noch ein bisschen Gras mähen und heute auch noch ein bisschen Einnahmen haben durch Gras. Braucht nicht viel sein, aber dass man so ein bisschen Bar hat. Ja. Sind wir schon durch und mal schon aufhören oder? So, noch was? Noch eine Runde ist die letzte Runde, die ich mache. Und dann haben wir morgen noch ein paar. Dann machen wir morgen noch mal die Runden. Dann kann ich das gleich stehen lassen an der Stelle, wo ich jetzt stehen geblieben bin. Und dann springen wir gleich mal in die Sämaschine. Und dann sehen wir das Feld. Oder ich will mal sehen, ob ich jetzt noch kalken muss. Ob ich noch kalken muss. Und das Feld 25, ne 24 ist das. Ob ich das Feld 24 kalken muss. Und dann sollte man hier so rüberfahren, damit das Feld auch kleiner wird. Ja. Also,
Jetzt haben wir es geschafft. Jetzt lassen wir den jetzt stehen. Den Flug vielleicht auch. Und dann für den Flug hier vielleicht hier vorne. Vielleicht an den Anfang. Dass wir den Flug hier hinstellen. Stopp. Zu Beginn. So. Und dass wir den jetzt hier abstellen. Okay. Dann gucken wir den morgen hier an. Dann machen wir morgen weiter. Und jetzt machen wir was. Jetzt werden wir einmal mit der Kartoffellegemaschine, mit dem tollen Ding da, der hat gleich einen Dünger dran. Die Composita, die 100.000 Dollar Maschine hier, 100.000 kam die. 100.000, der braucht also, der hat Dünger, der düngt also gleichzeitig, dass man gleich einen Düngvorgang. Okay, machen wir mal an. Also gedüngt, Dünger ist voll. Kann das sein? Ja. Okay. Wie sieht es aus hier? Da habe ich ihn abgeerntet und also der scheint noch keine Bodenbeschaffenheit. Ich sehe es noch nicht so weit oder brauche ich da nichts? Scheint nichts mehr zu brauchen. Also können wir da sofort düngen. Wir düngen nur dann, wir legen nur dann, wenn wir legen müssen. Ne? Wir kalken nur dann, wenn wir kalken müssen. Und das müssen wir momentan nicht. Also, jetzt müssen wir den erstmal runterfahren. Dann schalten wir den ein. Okay, und dann geht's Marsch. Wenn wir das Feld hier mit Kartoffeln legen, wollen wir das hier den Kartoffel anmachen und vielleicht müssen wir dann halt zum Shop fahren. Dann beim Shop, naja, wenn man den flüssigen Dünger aufschuckt. Ich habe im Shop da noch was stehen und dann machen wir das morgen für das große Feld. Das habe ich bisher noch nicht selber Kartoffeln gesät. Das habe ich jetzt mal den Helfer machen lassen und dann habe ich das Gefühl gehabt, dass er mich ausgenommen hat. Weil der so viel Saat und so viel Dünger danach gekauft hat. Okay. Also das kleine Feld braucht hier. Haben wir hier den nächsten. Okay. Die nächste Runde. Ja, ich habe gut hier das Kartoffellegen. Und ja, Geld kann man ja auch verdienen mit Kartoffeln. Also gestern habe ich also jeden Tag 30.000. Ist das zu schaffen mit Kartoffeln und den 2 Feldern. Und dann kommt noch das Gas dazu. Gestern habe ich also halbe. Und dort habe ich dann auch wieder halbe. Muss mal sehen. 14.000 habe ich zusammen. Und dann brauche ich noch was für Gras. Wie viel Grasbahn brauche ich? Schauen wir mal. Hier, die Grasbahn will ich hier von den anderen nehmen. Das steht das Gas momentan sehr hoch. Und okay. Also fangen wir rum, dann fangen wir wieder rum
Und dann wieder rum, immer rum, Bienchen drumherum oder so. Wie war das? Bienchen drumherum, rum. Bienchen drumherum. Also, haben den voll. Dann bauen den ein Stückchen wieder ab. Okay. Und dann sind wir hier gleich durch. Dann sind wir durch. Dann drehen wir eine Endrunde hier. Moment hier. Wo haben wir noch was vergessen? Hier haben wir noch was vergessen in der Mitte, ne? Das sind so komische Flecken, ja. Sind die von mir? Ich weiß nicht genau. Also, jetzt haben wir alles, ne? Da haben wir noch was. Machen wir das ab. Da haben wir was. Hier. Da ist es vielleicht. Das suchte ich gerade. Das suchte ich. Und das wollte ich abgefahren haben. Ja auch noch, ja. Und dann gucke ich nochmal umgefahren. Ob ich das jetzt ab oder nicht. Also, Moment, was ist jetzt hier, ne? Hier haben wir was. Dann haben wir hier auch ein paar Folgen, wo dann die Naht nicht stimmt, oder wie? Ich weiß nicht genau. Sind wir jetzt perfekt drauf oder nicht? Da fehlt was. Da fehlt was. Also, da fangen wir mal drauf hier. Hier haben wir, okay, das fangen wir zu. Und dann haben wir das hier auch geschafft. Okay, damit haben wir das Feld schon mal gesät. Und dann können wir die Sätmaschine wieder hier an die Seite stellen, sodass sie nicht stört. Ich weiß nochmal, wo wollte ich gehen, das hier so hin, ne? Jetzt stehen wir so, dass sie so im Grün steht hier. So, dass sie dann nicht im Weg steht und dass sie dann wiederfinde. Okay. Okay. Also abhängen haben wir das auch gemacht. Diese Bilanz ist, also Felder, den Feld haben wir gedüngt, ja. Wenn da was rausgemacht, haben wir den zweiten Dünger drauf. Und da hinten machen wir das Feld klein. Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. Wenn man ein bisschen was Zeit, ich könnte auch vielleicht beim Dünger vielleicht die Dünger wieder anhängen. Moment, die Dünger vielleicht mal anhängen, wenn wir in die Stadt fahren. Ich habe dann noch, wie habe ich dann noch drin hier? Also, da habe ich noch 380 drin, dass ich den vielleicht mal voll mache. In der Stadt mit Saatgut und mit Kartoffeln. Und mit Saatgut und mit Flüssigdünger und mit Kartoffeln. Ich habe da doch im Shop noch was stehen. Halb voll. Dann sehen wir mal, dass wir das hier ganz voll machen. Müssen wir so ein bisschen Saatgut kaufen. Und also Saatgut haben wir momentan noch 30%. Und Flüssigdünger haben wir noch 40%. Dass wir das ausfallen auf 100%, wenn es geht. Und dann schaue ich mal was der für das große Feld verbraucht. Da möchte ich jetzt nur 2 Packen haben.
möchte direkt bei mir auf Zeit stellen. Dazu brauche ich aber erstmal so, ja, das war gestern auch das schweige Ding hier, ne? Das bleibt überall hängen, oder war das? Das hatte ich ja gestern auch schon. Da sind mit überall Laternenpfähle. Und da müssen wir sehen, dass man da drumherum fährt. So, jetzt habe ich also 2 Kartons. Da haben wir einen Karton mit Saatgut. Okay, können wir vielleicht schon mal ein bisschen Saatgut auffüllen. Ja. Ja. So Saatgut. Das ist Saatgut, glaube ich. Und dann können wir vielleicht anpacken, Saatgut schon mal auffüllen. Einmal her. Ja, macht die Kartoffeln. Füllt auf. Okay, dann können wir noch ein bisschen weiter. Füllt er den nochmal auf. Da waren nicht mehr viel drin. Okay, jetzt haben wir da den Flüssigdünger. Und dann machen wir den Flüssigdünger vielleicht immer leer. Und dann machen wir wieder. Jetzt wird der Flüssigdünger aufgefüllt. Okay, das war auf 800. Und da habe ich dann nochmal zweimal, da habe ich noch Kalk stehen. Und da habe ich noch zweimal Flüssigdünger. Okay, das machen wir dann beim nächsten Mal. Und jetzt haben wir also, wir haben noch Kartoffeln vorne mehr. Wir können ein paar Kartoffeln kaufen. Sehe ich gerade. Kartoffeln können wir noch ein paar kaufen. Nochmal Saatgut. Also, Saatgut haben wir also da. Und was haben wir Saatgut? 900 €, das kriegt ihr eigentlich. Also, Details kaufen, die den nicht zur Saatgut brauche ich. Die will ich kaufen. Details, Saatgut, ja, kaufen. Ja, machen wir. Okay, mal noch einen. Zweimal. Ja, wie geht nicht mehr 1000, ne? Wie geht da ein? Ich weiß nicht genau. Nehmen wir noch einen. Dritten, ja, okay. Jetzt haben wir 3000 Liter Saatgut gekauft. Dann gehen wir mal zurück. Und dann möchte ich mal wieder fest. Dann nehmen wir den. Wo sind wir jetzt hier? Da haben wir das Saatgut stehen. Und das wollen wir dann so vermeiden. Und dann schauen wir mal, wer sie mitnimmt. Also, da habe ich jetzt 47%, habe ich der Liter. Also, bitte mal her. Nimmt er nicht, bitte weit weg. Und jetzt mitnimmt das, okay? Aber schon mal 4 Tonnen, davon ein Stückchen weiter. Nehmen wir das hier. Ja, ein sperriges Ding hier. Also, haben wir den hier. Da haben wir noch einen. Haben wir den auch noch? Mann, der schluckt aber hier die Kartoffeln weg. Wie nix. Dann schaffen wir nochmal einen. Schaffe ich noch eine. 84%. Komm, her damit. Noch eine Kartoffel.
Job nochmal einen Job hier. Und Nummer 9 hat gut. Details. Nummer 1000. Okay. Okay, haben wir. So geht's, ja. Wo steht jetzt hier? Das ist gut, keine Ahnung. Da steht es. Junge, das ist schon. Und dann müssen wir, da haben wir es ja. Okay, das ist weg. Jetzt haben wir den Volltank voll. 96%. Mehr geht nicht. Und dann den Tank auch voll. Mehr geht nicht. Also, werden wir uns mal morgen anschauen, wie viele Kartoffeln da verbraucht werden. Und dann können wir. Also die fahren auch hier übrigens da hier rum. Die arbeiten nicht. Die lassen arbeiten. Fahren dann mit ihrem Pickup durch die Gegend herum. Also, oder was haben Sie dann zu sehen? Die betrachten Gottes Herrlichkeit. Kann auch sein. Okay. Ja, wenn man selber am Arbeiten ist, betrachtet man diese andere Leute, die ja voll in der Gegend rumfahren. Schon mal mit Misstrauen. Vielleicht sind das auch die ganzen Leasing-Vertreter und so. Ja, schön. Also Tanke ist bis an die Hand gefüllt mit allem, was wir brauchen. Und dann sind wir erstmal, was haben wir jetzt ausgegeben? 4 mal 9, 3600. Dafür brauchen wir ein paar Beine mehr jetzt, um das wieder rauszuholen, denke ich. Die Unkosten. Aber so schlimm ist es auch nicht, oder doch? Jetzt fahren wir also hier hoch. Und hier möchte ich jetzt hier ausfahren, genau. Hier möchte ich den jetzt abstellen. Hier genau. Dann bleiben wir hier stehen. Abhängen haben wir. Okay. Weiter, was gibt es noch zu tun? Wir haben jetzt 14 Uhr, 13 Uhr. Jetzt haben wir Saatarbeit. Das ist alles gemacht. Also, jetzt können wir also Gras mähen. Also mähen wir Gras. Tun wir den hier mal an die Seite, dass wir nicht im Weg stehen. Und dann holen wir mal das Gras. Da sind wir. Also, fahren wir mal hier hoch. Müssen wir die Perspektive ändern hier. Und dann fahren wir mal hier hoch. Und dann fangen wir mal, jetzt machen wir mal hier was ab. Da müssen wir was einschalten, der ist schon unten. Der zweite, den schalten wir jetzt auch ein. Ist der auch unten oder jetzt ist er unten? Sind beide unten, ja. Und dann fahren wir mal ins Gras, schuften wir mal an der Grasarbeit hier. Und dann machen wir hier mal ein Bein nach dem anderen. Was haben wir jetzt? Okay, das haben wir schon mal. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Also, dann fahren wir hier hoch. Und fahren wir hier das Gas ab. Ja, die Frage ist, welche Expansionsmöglichkeiten habe ich jetzt?
muss ich jetzt die nächsten 100.000 Jahre hier auf dem Kartoffelacker arbeiten oder welche Expansionsmöglichkeiten habe ich? Zuckerrüben hatte ich angedacht, mal auszuprobieren, aber dazu brauche ich dann auch wieder neue Kredite oder Leasing erstmal, um mal zu sehen erstmal, wie viel Volumen an Zuckerrüben kann ich hier überhaupt pro Feld einfahren und welche Art von Dünger brauche ich dann dazu? Also nach den Kartoffeln? Oder wie mache ich das denn? Heute wird nicht schon wieder fertig, ja. Also, wollen das schaffen. Dann fahren wir hier weiter. Hier hoch. Da haben wir so grüne Kekse hinterlassen. Okay. Dann fahren wir die zweite Runde ab. Und hier haben wir schon wieder grün, das wir nicht mitgenommen haben. Ja. Hier haben wir schon wieder Leben in grün, das wir liegen gelassen haben. Grün. Dann fangen wir das jetzt an. Okay. Und dann sind wir schon wieder dabei, ne? Dann bauen wir die rüber. Da haben wir also einen Ball liegen, wo wir vielleicht einen zweiten Mal daneben liegen. So. Und dann haben wir die so ein. Dann fange ich so an. Und dann, ich möchte mal wissen, wie ich den solche, diese komischen Schläuche, wie ich die wegbekomme. Muss ich da Terraforming machen oder kann ich die Schläuche beseitigen? Ich möchte jetzt nicht das Gaszeug machen, das Gaszeug bleiben, aber okay. Also, nächste Runde. Haben wir jetzt hier runter. Und dann machen wir hier ins Feld. Okay. Dann müssen wir gleich da sein. Müssen wir gleich voll sein, oder nicht? Müssen wir gleich voll sein hier. Hier haben wir überhaupt keinen Gas mehr. Wie weit habe ich denn jetzt hier? Kann ich einen auswerfen? Schiebe ich jetzt hier einen mit? Jetzt ist der Tank auch schon bald wieder leer. Wir werden bald wieder neu tanken. Und die Tankkosten, die fressen mich dann auf. Also, rein ins Gas hier. Der hat natürlich schwer zu arbeiten hier, muss man sagen. Der arbeitet sehr schwer. Mit so einer Gas komme ich hier auch weiter nach. Jetzt hier vielleicht. Und Pizza selbst mit einem Ablegen oder so. Mit einem Ablegen. Einer Waffen. Weiß ich nicht so genau. Sehen wir dann. Wenn wir dann sehen, wenn wir einen abgeworfen haben. Okay.
Also das ist diese Runde hier. Und dann fangen wir da so um. Und dann wechseln wir die Seite. Sagen wir mal, das wird die Abkreuzung bei der Seite. Und das sind ein paar Beine hier holen. Was haben wir? 13, 14 Uhr haben wir. Okay. 14 Uhr. Ja, das Ganze wieder gut nachgewachsen, muss man sagen. Das hat sich gut aus. Unglaublich. Also, okay, einmal abwerfen. Z. Und weiter geht es. Und weiter geht es. Hau hier mal ein. Also, dann fangen wir hier mal ein. Ja, was gibt es heute für Gas? Weiß ich nicht genau. Müssen wir gleich mal nachschauen. Wie der Gaspreis heute ist, wie der Silagepreis heute ist. Das machen wir jetzt nicht, machen wir nachher. Das machen wir nachher. Also, ich mache richtig Laune hier. So habe ich hier wieder die Hälfte liegen gelassen. Die zweite. Und so hier rein. Und so habe ich schon wieder hier einen voll. Ja, also ein Arbeitstag sind halt mindestens 12 Stunden und das sind dann für mich halt so 2,5 Stunden, die ich jetzt hier davor sitze und das abarbeite und meine Zeit damit vertue, aber was heißt vertun, ne? Als Rentner hat man keine anderen wichtigen Aufgaben. Von da arbeite ich jetzt also. Okay. So, hier bald alles, ne? So wie die umfahren. Nur wieder voll. Okay. So wieder abpassen. Haben wir. Und weiter geht es. Weiter geht es. Und dann fahren wir so vorbei. Dann fahren wir die Runde ab. Okay. Und auf der nächsten Runde. Nochmal hier hoch, wieder hoch. Und der ist stark. Also den will ich für den Hügelhof, würde ich ihn auch holen. Den Waldrahmen. Dass ich den vielleicht mal tausche. Und natürlich habe ich dann auch wieder Kosten von 120.000 Kosten, aber okay, die kriegt man ja dann irgendwann wieder rein hier. Durch die ganze Grasmäher rein. Denn auf dem, da habe ich noch mehr Gras. Da habe ich noch mehr Gras. Okay, auf der nächsten Runde. Die nächste Grasrunde. Und
Ja, dann können wir das hier auch mal abfahren, ne? Sind wir schon wieder voll, Momentum. Da sind wir schon wieder voll. Dann können wir mal einen abwerfen. Und dann werfen wir noch einen ab vielleicht. Wenn der fertig ist, dann werfen wir den dann auch ab. Ja, also das macht richtig Laune hier. Ein begeisterter Grasmäher. Die Kartoffeln haben wir auch schon gelegt. Super. Also ich arbeite heute, es geht gut von der Hand. Und die Einteilung mit dem großen Feld, dass ich jetzt immer so in 2 Happen zerlege, das ist ja auch eine gute Idee gewesen. Und so kann ich also, so überfordere ich mich nicht, dass ich da also so eine riesige, da sind wir schon wieder voll, ist es möglich. Da haben wir schon mal 3. Und dann kommen wir weiter. Dass man sich also nicht überfordert und also diese Arbeitspensen so auferlegt, die vielleicht einen ermüden. Und das habe ich jetzt gemacht. Dass ich jetzt das Feld zerlegt habe, dass ich einmal die Hälfte davon mache. Und das könnte vielleicht eine Möglichkeit sein, die Sache besser zu handeln. Und dann habe ich dich jetzt. Okay. Geht das wieder hoch? Dann wir mal hoch. Nehmen wir das Ganze noch mit. Und wenn wir da oben sind, können wir dann vielleicht mal drehen oder wie. Also das ist eine starke Maschine, der Batterie mit 165 PS. Der schafft was weg hier. Und der schafft schon die Berge. Okay, dann müssen wir ein fertig machen. Ja, okay. Wollen wir jetzt hier irgendwo drehen auf der Stelle oder kommen wir wieder runter? Kommen wir hier runter? Sagt uns gleich wieder, dass wir hier nicht mehr hin dürfen. Das wird denen nicht gehört und so weiter. Okay, dann fange ich trotzdem ein. Und komme ich jetzt hier durch. Okay. Also, wollen wir hier runterfahren oder kommen wir nochmal zurück? Können wir nochmal hier durchs Feld fahren? Kommen wir nochmal zurück. Dann fahren wir nochmal zurück. Können wir jetzt irgendwas anfangen oder nicht? Weiß ich nicht. Okay, dann fahren wir jetzt hier runter. Und da muss er was, da muss er auch was. Dann haben wir da auch. Und dann bauen wir das Feld hier ab. Dann bauen wir das Feld ab. Da haben wir wieder die Menge Gas liegen lassen. Dann fahren wir hier so rum. Und darum Bienchen Summe herum. Okay. Also. Ach, der kommt dann angerollt hier. Der kommt dann angerollt. Ja, sind wir bald fertig, denke ich mal hier, ne?
Noch ein Ball. Oder wie sieht es aus? Nehmen wir das hier noch mit. Nehmen wir die Ballen hier noch. So. Und nehmen wir dann noch was. Nehmen wir den noch mit. Nehmen wir da noch. Sollte reichen jetzt. Erstmal sage ich mal, meine andere Situation zu verbessern. Und ich habe heute wieder viele Kosten gehabt von der so wie sieht es aus hier? Bin ich durch oder nicht durch oder muss ich auffahren oder? Ich weiß nicht genau. Haben wir noch gerade das uns gehört? Und dann fangen wir da rein. Dann fangen wir da rein. Und dann haben wir das hier, ne? Okay, jetzt haben wir den, ich schmeiße den ab. Und dann machen wir Feierabend heute. Dann langsam durch einen abwerfen. Machen wir Feierabend heute. Und dann, das würde erstmal reichen. Und dann fahren wir das Geld wieder unten zum Abstellplatz. Dann können wir vielleicht morgen das andere Feld den Abend da drüben abfahren. Habe ich jetzt hier noch einen drauf oder nicht? Wenn ich hier noch einen abwerfe, Moment, geht jetzt hier noch einer runter? Und ich glaube, weiß ich so genau nicht. Hier ist der Abstellplatz. Und also das sind meine Grasgeräte. Der jetzt abgeworfen jetzt hier, oder nicht? Also können wir mal, ich weiß nicht genau, will ich irgendwas sehen? Ich sehe nichts. Doch, da liegt was. Guck mal, nicht so richtig rein. Das, was ich sehen möchte, sehe ich nicht. Der liegt hier daneben, glaube ich. Oder? Traue ich das? Okay, ist egal. Okay, holen wir uns jetzt mal jetzt die Nosis. Und dann sammeln wir mal die Ballen ein. Und dann bringen wir die Ballen weg. Da liegt also, okay. Leg dich nicht mehr irgendwie an. Okay, dann können wir mal hier zurücksetzen. Okay, haben wir. Gut, dann wollen wir mal losfahren. Die Namen ausfahren. Mal sehen, wo die ersten Ballen hier sind. Dann müssen wir so fahren. Und hier dort jetzt die ersten Ballen liegen. Da haben wir schon den ersten, den ich ja sehe. Fahren die Bügel mal aus. Dann würden wir den erstmal einpacken hier. Packen den erstmal ein. Und wir rein die Ernte. Und wo haben wir jetzt noch welche? Da liegt einer. Nehmen wir den auch mit. Nummer 2. Und aber wieso sollte ich jetzt weiter keine 3 haben? Hier sollten auch noch ein paar Ballen liegen, oder nicht? Hier liegt keiner. Da liegt einer da unten. Da ist eine weit weggerollt. Dort hier irgendwo einer liegen. Wo ist das jetzt hier?
habe gerade hier irgendwo etwas gesehen. Oder habe ich das geträumt? War nicht irgendwo hier Ball? Aber was haben wir da? Sind keine Ballen. Wo sind die denn alle? Wo sind die Ballen? Ballen, wo seid ihr? Habt ihr euch versteckt? Also, ich hab da hinten auch welche abgefahren. Kann das nicht sein, dass ich nur hier Ballen habe? Okay, dann nehmen wir den auch noch mit. Okay, dann haben wir da noch 2 Stück. Da haben wir da noch einen. Da haben wir noch einen. Also, haben wir 8 Stück jetzt. Die machen wir. Und hier ist hier keiner. Wüssten hier nicht, welche liegen? Ich bin da hier permanent rumgefahren. Wie kommt das denn, dass ich da keine finde? Sind die irgendwo reingeholt? Ne, die sind nicht reingeholt. Also, ist einer? Ne, wird er nicht einer. Der hat sich gut getarnt, oder wie? Der hat sich gut getarnt hier. Da liegt einer? Ne, das war Unkraut. Mann, oh Mann. Mann, oh Mann. Der Unkraut sieht dann auch schon aus wie Ball. Was haben wir ihn? Da liegt ja aber auch kein Unkraut. Also, vielleicht sollte ich mal die Farbe ändern. Irgendwie so eine rosa oder so, dass ich die beiden besser finde. Dass ich die nicht verwechsel. Okay, jetzt haben wir 8 Stück. Also ich hätte gedacht, ich könnte mehr schaffen. Also wie sieht das bei den Ballen? Wie sieht der Preiswert aus? Bei den Ballen? Okay, wie sieht das bei den Ballen? Wie sieht das bei den Ballen? Da sind wir. 300. Ja, das ist für 1200 für einen Ballen. Okay, gucken wir mit dem. Und dann fahren wir mal gleich 1200. Dann fahren wir mal ab. Ja, also, so habe ich nur wenige Ballen. Ich dachte, ich hätte mehr geholt. Ja, wir haben 15 Uhr. Könnte ich vielleicht auf der anderen Seite noch was holen? Auch noch was sammeln, oder? Ja, 10.000 kriege ich jetzt zusammen. 10.000. Und dann die 24, die ich heute schon verdient habe. Oder 13.000 ungefähr. 8 und 5, ne? Okay, haben wir. Also, wie sieht es aus hier? Ja, passt, ne? Passt so. Also mal einfach fahren. Und ich sehe, da hat jemand noch alles genommen. Also, 9000, ja gut, super. Wir bedanken uns. Nochmal Dank auf zur nächsten Aufgabe.
Dann fahren wir die Bügel mal hoch. Okay, dann wechseln wir mal hier die Perspektive. Dann fahren wir hier rüber. Okay, haben wir. Also 10.000 und was haben wir, 16 Uhr? Haben wir 2 Stunden Zeit. Was können wir dann noch machen? 2 Stunden Zeit. Also der Neubauer arbeitet nach der Uhr, oder wie? Also hat man ihn noch. Da liegt einer. Da liegt ein Ball. Da liegt einer. Da liegt auch einer. Den nehmen wir jetzt mal mit. Das sind halt die einzigen, die ich da finde. 2 Stück hier. Dann packen wir die mal ein. Das wird dann hier Nummer 9. Okay. Dann wollen wir da unten rein. Nummer 10, ne? Dann packen wir den ein. Das wäre Nummer 10. Okay. Soll ich die wegbringen oder lohnt sich das? Wieso knapp oder? Naja, ich sag mal, das was für heute, was zu dem heutigen Tag gehört, sollte sich dann auch heute abwaffen, oder? Oder abstellen. Wenn ich jetzt ein paar fahre dahin, ich stelle die jetzt mal ab. So. Und dann was machen wir jetzt? Wollen wir noch ein paar fahren? Wir haben 10 Uhr. Was hat die Bilanz? Die Bilanz sagt also, der heutige Tag 19.000 bei den anderen. Ja, mitkrieg. Dafür habe ich jetzt wieder 1.600 und so für Dünger und so weiter ausgegeben. Muss auch sein. Düngerkosten müssen sein. Also, ich könnte nochmal gut 10.000 gebrauchen, damit ich heute auf 30.000 komme. Das heißt, ich bräuchte nochmal 10 Ballen. Also, 2 haben wir schon. Dann fahren wir mal los hier. Dann fahren wir los. Und dann fahren wir hier ins Feld rein. Da haben wir heute Platz hier. Und da haben wir gestern viel gearbeitet. Können wir hier, das werden wir einschalten als bis unten, ja. Und dann bauen wir den zweiten. Ich habe den auch ein. Und ich auch unten so. Okay. Jetzt sind da eingeschaltet. Also machen wir hier. Wollen wir das Gas hier auch nicht in Ruhe lassen. Wenn wir das Gas hier auch ab. Und dann fahren wir jetzt hier hoch. Ja, ist wieder gut nachgerüstet, sehr schön. Der Tank ist bald leer. Ich brauche Tank, ich muss tanken. Hilfe. Soll ich den gestern tanken oder wann? Also, einen Strich schaffe ich noch. Und dann müssen wir mal sehen. Soll ich alles mitnehmen und dann komplett hinfahren oder?
ist schon wieder voll. Können wir den abwerfen. Okay. Haben wir Nummer 1. Und dann Nummer 2. Hier ist ziemlich flach. Hier habe ich gestern viel abgegrast. Das hat sich noch gar nicht erholt, das Gas. Okay, dann fahren wir hier hoch. Dann fahren wir hier hoch. Ja. Und dann fahren wir hier. Hier fahren wir hier rot rein. Hier haben wir bei Nummer 2. Nummer 2. Hier haben wir Nummer 2. Und dann bauen wir Nummer 3 ab. Stück brauchen wir noch. 16 Uhr haben wir noch 2 Stunden Zeit für Gasmähen. Wenn wir eine Stunde für Gasmähen, dann werden wir tanken fahren, dann müssen wir die Ballen verkaufen und dann baue ich immer so runter. Dann nehme ich das Gas hier mit. Ja. Ja, wirklich dass sie bei den bekloppten Gas fahren, ne? Okay. Das ist für die Natur schwer zu verstehen jetzt, dass dort hier hinter dem Gas her sind, dann wie verrückt hier das Gas mähen. Okay. Also hier geht er wieder hoch. Da geht es wieder hoch. So. Da wollte ich aber nicht hin. Da wollte ich dann vorbei. Da bisher habe ich gar nicht gerechnet, dass sie da steht. Ja, damit mache ich dann morgen weiter mit dem Grubbern. Dann werden wir vielleicht ein bisschen sehen. Und so wieder voll. Und weiter geht es. Weiter geht es mit dem Gasmähen. Ja, 20.000 bisher. Eingenommen oder wie war das? Von den Ballen und von der Ernte. Ich hatte bei der Ernte, meine ich, 8.000, dann hatte ich nochmal 5.000. Müssen nur 13.000 sein. Und dann habe ich nochmal okay, nehmen wir das hier mit. Nehmen wir das hier auf. So. Sehen wir das auf. Jetzt sind wir wieder voll. Und wir anpfeifen.
Wie war das denn hier? Da sind wir also heute, habe ich also 9.000 durch verkaufte Beine gemacht. Okay, und durch die Ernte 13.000. Sind also 22.000. 1923. 22.000 ungefähr. Und dann gehen natürlich gleich hier das Geld ab hier. Okay. Das heißt aber, ich habe die Gesamteinnahme erstmal. Okay, weiter geht es. 22.000 3.200 für Spritkosten. Das sollte so nebenher laufen. So als nicht ernsthafte Ausgabe. Da liegt also auch schon mal ein und da ist die Nummer und gleich. Ich komme gleich dich holen, mein Lieber. Brauchst du gar nicht auszuholen. Und dann jetzt sind wir hinterher. Wir haben die große Fladen hier hingelassen. Und mal beenden. Und das muss alles nicht sein. Das muss alles nicht sein. Aber gut, das Ganze nur virtuell ist. Da kann der Mensch ja keinen Schaden anrichten. Vielleicht sollte man auch virtuell so eine Börse einführen und so weiter. Und dann kann man wieder was. Okay, sind wir voll im Motor. Ein Stück fahren. Dann machen wir den aus. Okay, haben wir. Und weiter geht es. Super. Dann fahren wir hier hoch. Und dann fahren wir das hier ab. Also da ist eine große Wiese hier drauf. Riesenwiese sogar. Eine Riesenwiese. Dann fahren wir so rein. Und dann kommt das Gas ab. Ja, ich habe jetzt 5 nach 8 am Morgen. Also bin seit 6 Uhr richtig dabei. Und 2 Stunden gleich hier wird gespielt heute Morgen. Und das heißt, ich habe den ganzen Tag hier eine Tagtour hier verspielt. Sind schon wieder voll. Gut. Das machen wir vielleicht mit einem Spiel auch
die bekloppten Naturzerstörer, dass man die auf die Weise vielleicht auch mal bändigt. Schon wieder was fallen. Habe ich schon wieder einen abzuwerfen? Dann kann ich mal hier hochsetzen. Dann ist er vorbei. Hier am Baum. Dann fange ich hier so um. Und dann fange ich hier so. Also, haben wir das hier alles, ja. Dann fangen wir da hinten jetzt einmal die zwei Scheiben ab. Wenn ich da überhaupt da hinkomme. Dann bin ich schon wieder voll. Jetzt können wir die abwerfen. Ich denke, das reicht. Das reicht für heute. Machen wir mal hier nur das Dab ab. Nehmen wir das hier noch mit. Das hier nicht liegen zu lassen. Und dann machen wir hier nochmal eine Kurve. Vielleicht wird das liegen gelassen wieder einzusammeln. Okay. Hier wieder so um. Um das hier so einzufahren. Das Grüne. Okay, haben wir. Und der letzte Bein jetzt, den ich mache, und den fahren wir wieder runter. Jetzt haben wir 17 Uhr gleich. Der letzte Bein. Und schauen wir nochmal, wo wir da zusammenbekommen. Aber schon mal in Unterrichtung, ja. Müssen wir eigentlich bald zusammen haben. Und schon hier noch was zusammen. 3.000, 4.000, müssen wir jetzt bald dabei sein. 3.800. Na, wie sieht es aus hier? Haben wir noch was oder? Jetzt sind wir also zusammen. Okay, dann werfen wir den beiden mal aus. Dann fahren wir schon mal Richtung Heimat. Okay. Und dann fahren wir durch Richtung Heimat. Und dann müssen wir eigentlich schon mal den nächsten auswerfen können, den wir gerade fertig gemacht haben. Die müssen wir dann auch werfen können. Ne? Okay, stellen wir das Ganze hier wieder ab. Das sollten jetzt nochmal ein bisschen Bein werden. Okay. Und dann mal wechseln. Das und dann, ja. Ball, hier gerne. Also, erstmal die Bügel ausfahren. Dann nochmal den ersten. Nummer 3. Das ist Nummer 3. Das ist Nummer 3. Dann holen wir dann Nummer 4. Da haben wir Nummer 4. Da haben wir Nummer 5. Und hier haben wir Nummer 6. Da haben wir
6 und Nummer 7 und der denkt aber nur, ne? Der verdummt aber nur. Habe ich die liegen lassen, die habe ich liegen lassen. Der hat die nicht genommen. Dann nehmen wir den jetzt hier. Nein, das ist Nummer 3. So, nimmt ihr die nicht. Den Bügel habe ich nicht ausgefallen. Okay, dann könnt ihr hier nicht nehmen. Also das ist Nummer 3. Das ist Nummer 3. Dann bauen wir nochmal darüber 3. Hier Nummer 4. Da haben wir schon eine gehört. Das ist Nummer 4. Nummer 4. Dann haben wir dann Nummer 5. Dann haben wir dann Nummer 5. Und da haben wir Nummer 6. Und da haben wir Nummer 7. Also 7 Stück haben wir. Und dann noch die Macht. Nehme ich jetzt noch mit. Du bist eine Macht. Okay. Dann haben wir die 8. Und können wir nochmal 10.000, können wir den Bügelmarkt schon mal auffahren. Und hier müssen wir rein. Okay. Dann bauen wir ein bisschen rüber. Und dann war es das hier. Okay. Dann haben wir schon. Und dann einmal hochlassen. Dann einmal abfallen. Können wir nochmal 10.000 oder 9.000 zumindest so. Ja, 8.300. Der Preis fällt. Rapide. Aber ist niedriger. Und machen wir noch. Okay, können wir jetzt mal losfahren. Und dann können wir jetzt hier hinfahren. Okay. Okay. Haben wir so nochmal 8.000, knapp 9.000. Und die haben wir jetzt noch 2 bei. Weiß ich nicht genau. Schauen wir mal, was wir noch haben. Bringen wir die heute noch weg. Da haben wir einen. Da haben wir noch einen. 2 Stück sehe ich schon mal. Nehmen wir jetzt mal den hier. Hier liegen da oben noch welche. Da liegt eine, ja. Dann nehmen wir den auch mit.
Der heute mit Vorlieben, glaube ich. Was habe ich jetzt wieder gemacht? Häng ich wieder irgendwo fest? Nee, du wolltest ja aber nicht. Du wolltest ja aber nicht. Nein, nein, nein. Macht aber nicht. Wenn er erstmal sich hinter den Kopf gesetzt hat, die bleiben die liegen hier. Die bleiben die liegen, die Dinger. Okay. Müssen wir die gleich nochmal holen. Also, wie kommen wir da jetzt hin? Muss ich jetzt hier nochmal so umfallen? So, stopp. Und jetzt fangen wir da an. Dann fangen wir da jetzt so an. Okay, dann fangen wir die Bewegung aus. Also die beiden sammeln hier. Okay, Nummer 1. Nummer 2. Hier fangen wir die Bewegung mal hoch. Und dann und die zwei also. Und was haben wir jetzt hier? Hier noch einer. Wenn wir den mal mit, dann nehmen wir den mit hier. Nummer 3. Okay, haben wir. Und das war es erstmal. Oder? Habe ich irgendwelche übersehen? Nee, reicht erstmal. Okay. Gehen wir die dann auch nochmal hin. Fahrzeug ist es weg. Fahrzeug ist es weg, Geld. Das haben wir im Konto. Haben wir also 9, 11, Nummer 11 Stück. Habe ich jetzt den Bügel oben oder nicht? Ich glaube, der Bügel ist glaube ich unten, jetzt Bügel auch. Okay. Gehen wir runter. Wollte ich hier tanken? Ach, das war mit dem anderen. Dann müssen wir mit dem anderen nochmal tanken fahren. Zum Feierabend. Und dann haben wir alles erledigt für heute. Kann ich eigentlich Sparen dran lassen? Und gibt dann weniger Sprit, aber kostet dann ein bisschen was, ist egal. Okay. Dann einmal mal schauen. Und wenn dann ja, dann einmal hochfahren. Und nochmal 3000 dazu. 2900, ne? Oder Moment, drei Ballen. Der Ballen gibt wie viel? 3061. Ja, läuft doch. Kann man da nicht meckern. Ein guter Preis. Das ist quasi kostenlos, man braucht ja nichts zu sehen, nichts zu ernten und so. Ja, okay. Also, wenn wir mal das hier mal ändern, so. Ja, vielleicht sollte ich das Grundstück mal kaufen, dann begradigen lassen. Oder was selber begradigen. Und dann mal aufräumen hier, die ganzen Schrott entfernen. Ja, also, guter Tag heute. Bis 18 Uhr haben wir. Jetzt kann ich nur schnell tanken. Und dann war es das für heute. Morgen ist auch noch ein Tag.
fangen wir jetzt mit den Hosen wieder hin. Dann schieben wir den hier ab. Okay. Dann haben wir den. Den abklemmen. Hab ich ja. Und dann fahren wir den jetzt hoch. Dann fahren wir den hier hoch. Okay, fahren wir jetzt hin. Und dann wechseln wir mal die Perspektive auf den hier. Haben wir alles hoch gemacht. Der ist hoch. Der hinter ist auch hoch. So. Und dann können wir vielleicht mal kurz in die Stadt fahren. Und tanken. Und dann fahren wir mit dem Porsche mal in die Stadt. Und dann tanken wir mal. Dann tanken wir, da bin ich gespannt auf. Was sind wir? Jetzt sind wir bei 32.000 Konto. Super. Jetzt kommen wir ein bisschen Sprit ab. Habe ich also heute wieder 30.000 eingenommen. Und das heißt, wir können den Kredit für tilgen. Vielleicht 20.000 runter. Oder 25.000. Und dann zurückbezahlen. Ja, ich frage mich, ob die Bauern jetzt so diese besonderen Bedingungen haben zur Kredittilgung, dass die also Kredite nicht so tilgen wie jetzt ein Stadtmensch mit monatlichem Einkommen, sondern jetzt fahren wir erstmal hier hoch, fahren wir erstmal hier rein, mal denken, wo sind wir, ja, zeigen wir mal hier den Porsche auf, was braucht der jetzt hier, also, einmal ja, das stimmt und stimmt, ja, das sehe ich schon, okay, das heißt, wir haben 215 € Sprit für das Arbeitsgeld, aber durch die Ballen bringt er natürlich Spaß viel Geld an hier. Und dann kommen wir jetzt hier runter. Okay, jetzt sind wir mal bei 32.000. Also wenn ich so weiterfahre, bekomme ich noch den amerikanischen Verkehrspass. Oder wird der meistgehasste Mann da in der Kleinstadt, weil der Rambo, der fährt ja als groß und klein. So geht das aber nicht, das ist nicht in Ordnung. Ich bin da auch nicht stolz drauf, aber man ist halt müde. Der 10-Stunden-Tag nicht hinter haben oder 12 Stunden. Ich bin seit 6 Uhr auf den Beinen, das heißt 12 Stunden haben wir, von 6 bis 6 und jetzt mache ich Feierabend. Jetzt stellen wir das Gespann jetzt ab und dann werden wir uns ein bisschen an der Bilanz ergötzen und dann war es das für heute, für diesen Tag hier. Also, wir abstellen, okay, und tschüss Leute, also das ist der andere, jetzt sehen wir uns bei der Bilanz an für heute, also 30 Stunden vorhin war ich schon bei deinem 32.000, das ist der Kontostand 32.000 und der Umsatz 30.000, okay, 30.000 Umsatz, 21.000 Ball und 13.000 13.000
ernte Kartoffeln. Also Bauern überwiegen heute. Das sind dann 34. Dann gehen noch 3 davon ab. Und dann der Sprit auch noch. Ja, okay. Saatgut und Dünger ist natürlich wichtig. Habe ich da jetzt auch schon mal drin. Ja, gut, dann können wir mal was vertilgen. 5000 Stückzahl Nummer 5000, Nummer 5000 Nummer. Okay, haben wir 7000. Wie viel muss ich was bezahlen? Okay, dann haben wir 240.000 noch. 240.000 Schulden. Und den Kredit gezahlt. Sehr gut. Bin zufrieden. Wie sieht es hier aus? Meine Landschaft hier. Also meine Felder. Da muss ich morgen früh einmal mit dem Dünger drüber gehen. Oder mache ich das heute Abend noch. Dann möchte ich nochmal tief düngen. Und da hinten werden wir weiter abhalten. Da hinten müssen wir rüber. Das machen wir morgen. Also, wenn wir noch irgendwas machen heute, wir können vielleicht nur den Dünger anwerfen. Den Dünger drüber werfen. Wo ist der Dünger? Da ist der Dünger. Dass wir den Dünger vielleicht hier, ist dann nichts zu sehen. Da ist dann nichts zu sehen. Der Dünger kann am Morgen drauf kommen. In der Phase. Das mache ich morgen früh. Als erstes vielleicht. Und dann wasche ich schon mal die Wagen, die ich ihn schon mal anhängen. Damit ich dann am Morgen das nicht vergesse. Das ist dann morgen der erste Arbeitsgang, dass ich dann morgen dünge. Und okay, haben wir. Und da steht dann dieser Dünger drin. Muss ich auch bald nachkaufen. Und ja, das ist halt das nächste, was ich kaufe. Das ist jetzt hier vielleicht mal die Spur. Komm, das dauert nicht so lange. Das werfe ich jetzt an. So mal so. Dann so zurück hier. Und jetzt am Anfang. Okay, einmal einschalten. Dann müsstet ihr jetzt hier das Düngen. Wer düngt der jetzt hier? Also der hatte 12 Meter und ich weiß nicht genau, wo das Ende ist jetzt hier. Also, wenn wir jetzt hier nochmal abfahren, hoffen wir dann, dass wir das Ziel, was wir hier erfasst haben. Und okay, dann schauen wir nochmal hier den Rest. Dann will ich dann den auch nochmal. Okay, das sollte es sein hier. Das sollte es gewesen sein. Okay, Stopp. Haben wir. Was hat die Bilanz? Die Bilanz wird eigentlich zeigen, dass ich jetzt gedüngt habe, aber macht er nicht, so weit ist er noch nicht. Ich bin halt ein bösartiger Dünger jetzt hier. Okay, dann fahren wir den mal wieder hin. Und hier hoch. Fahren wir hoch, dann hier so durch. Und dann fahren wir hier so vorbei. Okay, jetzt haben wir die Düngermaschine, hängen wir die ab. Okay, jetzt haben wir Feierabend für heute. Jetzt ist aber Schluss. Okay, das war's und tschüss Leute, bis zum nächsten Mal.